Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir haben, sind natürlich die FAA, wie sie bei dem Air India Absturzbericht reingerätscht und auch vielleicht was versucht zu beeinflussen. Schauen wir uns an. Eurowings ab Stuttgart, da gibt es Neuigkeiten für Meilensammler, natürlich eine coole Geschichte, weil man dort günstig Status bekommen kann. Wer Meilen bei Lufthansa sucht, da gibt es wieder einen Sale bei Lufthansa. Ach nee, das gibt ja keinen Meilen-Sale, sondern das nennt sich ja immer Bundles & Go. Man versteckt das ja immer wieder. Wir haben dann nochmal Themen aus Amerika mit der 787. Da gibt es Probleme bei American Airlines. Und wir haben auch ein Thema aus Amerika, und zwar das Thema, was wir haben, ist der Handelsdeal von der EU und der USA, und wir werden auch besprechen, warum das für uns wichtig ist. Und Boeing 737 MAX Zertifizierung, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und haben wir noch ein Thema, Priority Boarding, Eurowings, kannst du kaufen. Scheiße, oder? Also, die Themen für euch frisch gepresst, wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, auf School zu kommen und die Themen zu besprechen. Lasst uns das Ganze angehen und trotz der Hitze, je nachdem wo man ist, oder des Regens, wo man ist, einfach uns erfreuen an den Themen der Aviation. Das erste Thema, was ein trauriges Thema ist, ist natürlich die FAA, und die ist gegen die AAIB. Und zwar ist das so, dass die Amerikaner ganz klar davon ausgehen, mit folgenden Aussagen: Bei dem Absturz von AI 171, als die 787-8er abgestürzt ist mit 260 Toten, dass natürlich beide Triebwerke gleichzeitig den Schub verloren haben, weil die Triebwerke keinen Treibstoff bekommen haben, die Treibstoffzufuhr in Cut-off gegangen ist, also in Aus. Und der Ermittlerstreit zwischen den Amerikanern und der AAIB ist soweit, dass die sagen, die AIB, also die Inder, sagen, wir möchten das Ganze nochmal weiter untersuchen und geben uns nicht damit zufrieden, weil wir sagen, mehrere Szenarien sind halt möglich, inklusive technischer Defekte. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel Elektrobrand am Heck. Und das ist natürlich ein Thema, was für Boeing ein Problem wäre. Und die FAA und die NTSB sagen ganz einfach, die FAA schließt technisch sozusagen der Treibstoffsteuerung aus. Das heißt also, dass der Hebel, der da ein dreistufiger Hebel ist, dass der kein Problem hatte. Aber die NTSB sagt, ja, der Kapitän die Treibstoffschalter versehentlich oder absichtlich auf Cut-off gestellt haben könnte. Und die Inder sagen, nee, das sind vorschnelle Schüsse, und betont, dass halt alle Szenarien überprüft werden und man möchte halt auch Technikfehler überprüfen, ob diese möglich sind. Und ein brisantes Detail ist natürlich auf dem CVR, wo der Dialog ist, und zwar auf dem Cockpit Voice Recorder. Und das ist: Warum hast du die Triebwerke abgestellt? Ich habe das nicht getan. Und natürlich ist das so, dass die US-Seite das als Hinweis auf menschliches Verhalten sieht. Aber ich meine, gut, es gibt Leute, die sagen natürlich auch in Situationen Sachen, wo man denkt, na, also wenn er das getan hat und er fragt dann, oder er hat es getan und er wird gefragt und sagt nein, dann ist das natürlich schwierig. Aber nichtsdestotrotz, diese Verwunderung, die in den Stimmen ist, und wir haben ja nur das Transkript, also wir haben nie wirklich gehört, wie es sich anhört, dass man selber da sich ein Bild machen kann, finde ich es doch wirklich gegeben, dass man alle Möglichkeiten überprüft. Und interessant ist halt, dass die FAA die übliche Zurückhaltung undiplomatisch äußert und auch ganz klar halt sagt, wie es ist. Und ich hatte es ja auch berichtet und habe gesagt, die haben das gesagt. Aber wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist das so, dass natürlich die Inder zu Recht den Amerikanern vorwerfen, dass dort Vertrauen in die Untersuchung untergraben wird, unterminiert wird, das Vertrauen, dass man sagt, naja, die Inder, die Amerikaner wissen, worum es geht. Und das finde ich halt schon sehr schwierig, und es wäre ja nicht das erste Mal bei Boeing, dass man bei der FAA Dinge macht, damit man Boeing halt so ein bisschen rettet. Weil wenn das nämlich der Fall wäre, dann hast du ein echtes Thema. Also das muss man halt auch so wirklich sagen und muss man halt auch wirklich in Betracht ziehen,
alles, was möglich ist. Und für Boeing kann das halt dann ein harter Schlag sein, wenn das herauskommen würde. Ich persönlich finde es gut, dass die Inder sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen und das trotzdem untersuchen und dass wir alle Möglichkeiten kontrollieren, die halt möglich sind. Wenn am Ende nichts rauskommt oder es geht raus wie das Hornberger Schießen, weil man halt nichts fixieren kann, dann ist es auch egal, weil man hat zumindest alles Menschenmögliche getan, um herauszufinden, was es ist. Aber auch hier könnt ihr kommentieren, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, wie ihr das Ganze seht und wie eure Meinung ist, damit wir das auch mal gerne in School besprechen können. American Airlines hat mit ihrer Boeing 787-9 P wie Probleme. Und zwar, eigentlich ist das P ja Premium. Ne? Also da muss man den Wortwitz mir verzeihen, aber es ist halt eine neue Konfiguration. Da ist es seit Juni, dass man seit 2025 Juni die 787-9er in der P-Variante für Premium einsetzt. 51 Business Class Suiten, also erstmal als Suite Design die Flagship Suite, 32 Premium Economy Sitze und 161 Economy Sitze drin. Die erste Maschine, die November 846 Alpha November, hat seit der Indienststellung im Juni zahlreiche Ausfälle, ist aber mittlerweile stabil im Betrieb. Die zweite Maschine führte zwischen 8 und 23. Juli zu über 10 Flugausfällen. American Airlines nennt keine offiziellen Gründe, aber es reicht halt von Triebwerksproblemen über Türprobleme bis zu Kabinenbeleuchtungsprobleme. Und das Marketing wollte das Flugzeug ja gerade einsetzen auf Premium-Routen im Winter, die bedient werden, heißt also Philadelphia, London, Chicago, London, Brisbane, Auckland, Buenos Aires. Und ja, man hat diese Pressemitteilung von der Webseite entfernt, um halt wirklich die Verzögerung, ich sage jetzt mal ein bisschen zu covern und auch natürlich die Flotteneinplanung so ein bisschen mehr zu kontrollieren. Und einige Kunden haben ja bewusst diese Ziele gebucht oder diese Flugzeuge auch gebucht, aber es sind natürlich enttäuscht über die kurzfristigen Streichungen, ist natürlich ganz klar. Und man ist bei American Airlines wesentlich vorsichtiger geworden mit der Flottenplanung, um Ausfälle zu vermeiden. Und das neue Premium-Produkt Flagship Suite ist halt ein Alleinstellungsmerkmal, aber Kinderkrankheit in der Einführungsphase. Und je nachdem, was es halt ist es entweder ein Thema für Boeing, wenn Triebwerke für Triebwerkshersteller, also auch hier wieder schwierige Zeiten für Boeing bei dem ganzen Themenkomplex. Was auch schwierig ist bei dem Themenkomplex ist, wenn jemand eine 787 oder 737 bestellt hat, siehe Ryanair, und die Besteuerung. Und da hat ja die lustige Flinten-Uschi, also wie heißt sie jetzt, von der Leyen, hat ja einen Deal gemacht mit der Trump-Administration und 15% Pauschalzölle auf fast alle EU-Produkte bei Import in die USA. Ausnahme sind die Luftfahrtindustrie, heißt also Airbus, Boeing und Zulieferteile haben keine Zölle. Zollbefreiung zusätzlich für einige Agrarprodukte und Chemikalien. Die geplanten 30% sind damit vom Tisch ab 1. August, werden also abgewendet. Und man möchte halt unbedingt Airbus und die Lieferanten dort von dieser Steuer ausnehmen, von den Zöllen, um die internationalen Lieferketten von Airbus und Boeing nicht zu gefährden, also auch die Flugzeugauslieferungen. Und man hat ja auch gemerkt, wie zum Beispiel American Airlines Flugzeuge dann irgendwie durch die Weltgeschichte gejagt hat. Also insofern ist es halt so, dass das multilaterale Abkommen von 1979 über den zollfreien Handel mit den Amerikanern über Zivilluftfahrzeuge da ist, und das hat man dann anscheinend geordnet. Man kann jetzt natürlich gemein sein und sagen, naja, man hat halt das Gröbste abgewendet, aber es ist immer noch nicht optimal. Ich bin mal gespannt. Ja, wichtig ist halt, dass Airbus und Boeing keine zusätzlichen Kosten haben, keine Gefahr von Gegenzöllen auf Boeing-Flugzeuge in Europa. Aber Autos, Halbleiter, Pharma, andere Industriezweige zahlen halt künftig 15% Einfuhrzoll. Und Handelsvolumen sind 1,68 Billionen Euro in 2024. USA und EU bleiben wichtigste Handelspartner. Also, ihr könnt selber entscheiden, ob es gute oder schlechte Nachrichten sind. Schlechte Nachrichten sind bei Boeing wieder. Also da geht es um die 737 MAX 7 und 10. Die sollten ja Ende 2025 kommen und zertifiziert sein vor allem. Das soll jetzt Anfang 2026 sein. Man hat technisches Problem bei der Triebwerksenteisung und man hat Risiko von Überhitzungsschäden am Anlass der Triebwerke. Und das muss halt vor der Zertifizierung gelöst werden.
Ryanair hatte erste Lieferung für den Sommer 2027 bestätigt. Das sind 15 Flugzeuge MAX 10er und wollte eigentlich schon früher liefern, aber die Kunden müssen weiter vertröstet werden. Also da geht die Pipeline nochmal weiter nach hinten. Und die Boeing 737 MAX 10 ist halt für Boeing sehr, sehr wichtig. Man hat 1406 Bestellungen und ist halt die direkte Konkurrenz zum A321 Neo. Die hat über 7000 Bestellungen. Und die 7 hat 355 Bestellungen und wird unter anderem als BBJ, also als Business Jet oder aber bei WestJet eingesetzt werden. Natürlich ist es so, wenn man jetzt sich das anguckt, Airbus selber denkt ja nach, den 319er einzustellen. Da kaum Nachfrage, man hat halt nur 57 Bestellungen. Ist halt nur schade, wenn die Business Jet Version davon halt nicht mehr verfügbar ist für Leute, die so etwas brauchen. Ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet, wie eure Meinung dazu ist. Und ich freue mich, da von euch zu hören. Es gibt eine neue Strecke von Stuttgart nach Amman mit Eurowings. Und das ist deshalb interessant, weil natürlich die Strecke, wenn die zweimal pro Woche angeflogen wird, Montag bis Donnerstag von Stuttgart nach Amman, Flugzeit 4 Stunden, ist es halt so, dass es eine internationale Strecke ist, die 200 Statuspunkte bringt pro Strecke. Ist natürlich attraktiver als Stuttgart-Dubai, ist natürlich kürzer, effizienter auch als Status-Run. Und was auch interessant ist, Economy ist ab 99 One-Way erhältlich, Business-Class-Preise sind noch nicht ganz klar, aber sie werden wahrscheinlich, weil es halt auf der Narrow-Body-Version ist, also auf den 320er, 321er ist, wird es natürlich dort durchaus interessante Preise geben. Jordanien gilt als einer der sichersten Länder im Nahen Osten, hat natürlich, je nachdem, was die Flugzeit ist, natürlich auch direkt Turnaround-Möglichkeiten. Und da kann man natürlich dann gucken, dass man halt dort seinen Status relativ schnell kämpfen kann. Oder was soll ich sagen? Erfliegen kann mit Sitzfleisch. Also natürlich ist es so, dass Projekt Sitzfleisch da gesagt ist, weil natürlich Jordanien 4 Stunden in so einem Sitz hin und dann 4 Stunden zurück, das ist nicht angenehm, aber man weiß ja wie immer im Leben, man kann nicht alles haben. Was man natürlich jetzt auch als Problem hat, ist halt die Boarding Gruppe 1, Priority Boarding bei Eurowings. Die wollen diese gegen Aufpreis buchen lassen, heißt also 7 Euro, jedoch nur in Kombination mit großem Handgepäck. Und da ist der Aufpreis 30 Euro circa. Gruppe 1 war halt exklusiv für Hornzocke und Senatoren und Business-Class-Passagiere. Handgepäckskunden stiegen bisher in Gruppe 2 ein. Auswirkungen, Statusprivilegien werden weiter verwässert und natürlich weiter dort, ja, ich sage jetzt mal einfach, machen Sie Stress, aber gut, wie oft wird 1 und 2 gleichzeitig aufgerufen, deshalb ist das nicht ganz so dramatisch. Und die Vielflieger sind natürlich da etwas aufgebracht, weil wesentliche Vorteile der Exklusivität des Status wegkommen. Und ja, die Boardinggruppen lohnen sich natürlich auch deshalb, weil man das Gepäck einfacher wegbekommen kann, weil man halt erst einsteigt und dann hat man noch Platz für alles. Hat man aber auch mit der Boardinggruppe 2. Aber wie soll ich es schon sagen, wenn Boardinggruppe 12, also 1 und 2 gleichzeitig aufgerufen, ist das die Elfenpuppe. Also ja, kann man drüber streiten, ob das jetzt so ist oder nicht. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt und wie eure Meinung dazu ist. Ja, Lufthansa Miles & More verkauft wieder Meilen, 50% Bonus bei Miles Bundles in Miles & More Bundles, so heißt es ja, Bundle and Go. Und da ist es so, dass man bis zum 15. August kaufen kann und da kann man auch noch Zusatzleistungen bekommen, die meist wenig Nutzen bringen. Aber das ist ja halt nur, damit man verwässern kann, was dort an Meilen vercheckt wird und wie Meile halt wertvoll ist. Heißt also, bis zu 250.000 Meilen im Jahr kann man kaufen, wird auch nicht auf das Jahreslimit angerechnet. Preise sind 150.000 Meilen ohne Bonus, sind 1.750 Euro. Mit Bonus effektiv 0,78 Cent pro Meile beim Kauf des größten Bundles. Miles & More ist mittlerweile dynamisch bepreist. Die Einlösung kann je nach Route und Abflughafen stark variieren. Besonders ab Lufthansa Hub, Frankfurt, München, Zürich werden oft mehr Meilen verlangt als von kleinen Airports. Das ist natürlich richtig problematisch. Und natürlich ist das Angebot nur an Kunden gerichtet, die das Angebot nicht angenommen haben, weil natürlich das Ganze nur einmalig geht beim Maximalwert. Heißt also, ihr habt damit dann quasi nur einmal pro Jahr die Möglichkeit. Wie ich von Lufthansa Miles & More gehört habe, ist das ein Angebot, das viele annehmen. Aber denkt halt dran, dass ihr auch Flüge im Kopf habt, von wo ihr aus fliegen wollt, was ihr machen wollt, was ihr tun wollt, damit ihr auch da ordentliche Preise habt und Meilen-Value habt.
Wer natürlich in Deutschland lebt, hat das Thema, dass die Tickets teurer sind und jetzt durch diese Devaluierung, durch die Konnektierung der Preise an den Meilenwert, an den Flugpreis, ist es natürlich nachteilig. Ich werde nicht müde, das zu sagen, weil natürlich für viele das der Reiz war, dass man ab Frankfurt fliegen konnte und oder halt den deutschen Zubringer dazu hatte. Aber man muss halt auch sagen, jetzt hast du halt wesentlich mehr Arbeit, dadurch, dass du dann halt nach Budapest, Amsterdam oder wo auch immer, wo die billigen Tickets gerade sind, hinfliegen musst, also mehr Zeit einplanen musst. Ja, an dieser Stelle danke wieder, dass ihr bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und was haben wir noch? Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Sendung wieder dabei seid. Kommt aufs Cool. Denkt an die Frage des Tages. Die Frage des Tages, die ich habe, oder die Fragen des Tages, die ich hatte, sind natürlich, wie findet ihr das bei Eurowings, dass man jetzt die Boarding-Gruppe 1 kaufen kann? Wie findet ihr es, dass die FAA reingrätscht mit der National Transport Safety Board, NTSB, reingrätscht bei der AAIB, bei den Indern? Da könnt ihr auch zu sagen, was ihr davon haltet. Und natürlich ist Stuttgart jetzt das neue heilige Airport-Geschichte, wo man halt da 200 Punkte relativ günstig erfliegen kann. Hin und zurück sind es ja sogar 400 und Kombinationen sind ja auch noch möglich. Also da von euch gerne nochmal mehr Meinung, mehr Gedanken dazu. Ich freue mich, von euch zu hören und aufs Cool. Und dann bin ich jetzt an dieser Stelle raus. Genießt den Tag, egal wo. Also bis dann und tschüss und aufs Cool, abonnieren und so. Ihr wisst schon.